Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen zweiten Teil der Honda CBF 1000 geht es um das Entlüften der Kupplung. Die Kupplungsflüssigkeit ist Bremsflüssigkeit DOT4 bei der Maschine und sollte ebenfalls wie die Bremsflüssigkeit alle 2 Jahre gewechselt werden. Wie das aussieht, wenn die schon 10 Jahre nicht mehr gewechselt wurde, sieht man an dem Beispiel. Nach dem Aufschrauben vom Behälter und dem Absaugen mit einer Vakuumpumpe der Flüssigkeit, die noch vorhanden ist, hat sich sogar am Boden schon immens viel Schmutz abgesetzt. Solltet ihr so etwas mal im Ausgleichsbehälter sehen, entfernt den Schmutz immer möglichst vollständig, damit dieser nicht durch die Leitungen gezogen wird. Zum Reinigen vom Ausgleichsbehälter öffnen auch einige die Rohrklemmung und drehen die ganze Armatur seitlich, dann kann man diese auch mit Bremsenreiniger ausspülen. Beim Reinigen natürlich darauf achten, dass das Plättchen nicht verloren geht. Dies dient als Spritz- und Schwallschutz. Nach dem ordentlichen Auswaschen sieht der Behälter wieder brauchbar aus. Weiter geht's zum Kupplungsgeberzylinder. Am oberen Ende sitzt ein Entlüfternippel, wie man es vom Auto her kennt. Genauso ist auch die Funktion. Zuerst die Vakuumpumpe aufsetzen, den Entlüfternippel öffnen und die alte Flüssigkeit komplett rausziehen. Wenn das System leer ist, kann von oben wieder nachgefüllt werden. Von unten wieder mit dem Entlüfternippel Flüssigkeit nachziehen, den Stand oben im Behälter immer im Auge behalten. Man sieht gleich, dass der schnell nach unten geht beim Pumpen. Dann wieder nachfüllen bis zur Markierung oben. Wenn man das Ganze zweimal gemacht hat, sollte zumindest die Luft wieder draußen sein unten. Mit dem Hebel kann oben jetzt langsam gepumpt werden. Wenn noch Blasen vorhanden sind, war noch Luft in der Leitung. Ansonsten hält man den Hebel gezogen, öffnet unten den Entlüftungsnippel, lässt etwas ab, schließt den Entlüftungsnippel wieder und öffnet dann den Handhebel wieder. So bekommt man auch die restlichen Luftbläschen noch aus dem System. Wenn das Ganze 2- bis 3-mal gemacht wurde, sollte auch die sämtliche Luft wieder draußen sein. Im Folgenden habe ich dann noch den Kupplungshebel selbst ersetzt, da der bei einem Sturz verbogen war. Sieht man gleich nach dem Ausbauen. Ist auch lediglich eine Schraube plus Kontermutter, geht also in wenigen Minuten. Der Hebelweg kann mit der Rändelschraube am Hebel noch nachgestellt werden. Das war's schon wieder zu dem Teil. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, schaut gerne wieder rein bei den nächsten Teilen.